Die New Housing, ja, wir sind im Innenbereich in der ganz großen Halle. Und hier sind natürlich auch die Niederlande vertreten. Hier ist Robin. Grüß dich, Robin. Ja, hallo, danke. Ja, ihr habt ein schönes Haus gemacht, ein Bicolor-Haus. Oben ist es grau, unten ist es braun. Und es sieht aus wie ein richtig schönes, kleines Haus, weil es hat viele Fenster an der Front. Ja, wenn man ein Tiny House hat, muss man auch ein bisschen Licht haben und was sehen. Also deshalb versuchen wir immer viele Fenster reinzumachen, damit viel Licht reinkommt. Man sieht das sehr schön, die Breite von dem Haus. Der Breite ist 2,55 Meter. Das ist die Breite, womit man auf die Straße gehen darf, ohne dass man spezielle Genehmigungen braucht. Was ist das für ein Gefühl, wenn man das hier anfährt auf der Messe? Man ist auf der Autobahn, hat vielleicht ein Zugfahrzeug, vielleicht hast du es sogar selber gefahren. Wie gucken die Leute auf der Autobahn? Ja, die meisten Leute, die sind flabbergasted, zoals wie das man jetzt so sagt. Viele stecken den Daumen hoch oder mit dem Klaxon lassen sich mal hören, dass sie es gefällt. Mit der Hupe, die hupen dann gleich an, ja. Ja, es kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr wie ein Käsebrötchen, oder? Ja, ich weiß nicht, was ein Käsebrötchen jetzt heutzutage kostet, aber das, was hier ausgestellt steht, kostet 56.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ich glaube, man sagt in den Niederlanden, ich glaube, das Käsebrötchen, das ist so ein Begriff, oder? Es kostet mehr als ein Käsebrötchen. Ja, mehr als ein Brötchen, ja. Mehr als ein Brötchen, ja. So, das ist so der. Ihr habt verschiedene Modelle, ihr habt das jetzt mitgebracht. Habt ihr noch mehr Häuser hier auf der Ausstellung? Na, wir haben nicht direkt auf der Ausstellung ein Haus stehen, nur auf dem VIP-Parkplatz haben wir noch ein Tiny House stehen. Habe ich gesehen, da stehen wir. Wo wir selber drin schlafen. Habe ich gesehen, das ist nämlich hier drin. So, und das sind diverse Tiny Häuser. Wie viele Häuser baut ihr im Jahr? Wir bauen etwa 40 Häuser pro Jahr und Tendenz ist stark steigend eigentlich. So, ja. Das heißt, ihr seid jetzt kein Massenhersteller mit 1000 Stück, das ist noch individuell. Ist individuell, auch individuell gestaltbar. Die Menschen können selber wählen, was sie wollen und die Wünsche kennbar machen. Und dann versuchen wir das einen Entwurf so zu machen, dass das die Leute gefällt. Genau, wenn du mal kurz mitkommst, wir zeigen es mal gerade von der Seite. Das Wasser kann prima ablaufen, denn das Dach ist schräg. Das Dach ist schräg in diesem Fall. Und in diesem Fall ist es auch möglich, dass man 2 Schlaflofts oben hat, damit man trotzdem kleine Fläche mit 4 Erwachsenen schlafen kann. Ja, das ist typisch niederländisch, so ein kleiner Erker. Erker ist typisch niederländisch. Wenn man in Amsterdam kommt, sieht man das auch viel an den Grachten. Aber bringt extra Wohnraum, ne? Ja, das heißt, ich habe hinten eine Ausbuchtung mit drin. Ist das jetzt Ladung oder ist das schon ein Caravan, das hier? Nee, das ist Gestell, also Trailer mit Ladung. Trailer mit Ladung, hier sieht man es. Die niederländische Nummer ist mit drauf, hat das aber kein COC. Das heißt, der Trailer selber hat ein COC, kann ich dann zulassen, auch in Deutschland? Ja, man kann das im Prinzip überall zulassen, in ganz Europa. Ganz Europa. Wie ist denn jetzt so die Erfahrung? Das Thema ist ja immer, die Leute fragen immer nur eine Frage. Gibt es dafür eine Baugenehmigung? In dieser Ausführung, wie es hier steht, ist es nicht für die Baugenehmigung. Aber wir können natürlich nach Bedarf auch für die Baugenehmigung bauen und dafür vorsorgen, dass es so alles stimmt. Okay, alles klar. Das hier ist jetzt gedacht für spezielle Plätze, die auf diese Freizeithäuser ausgerüstet sind. So kann man sagen, oder? Ja, so kann man das sagen. Aber weil es auf Räder ist, ist es in jedem Bundesland eigentlich anders mit den Vorschriften. Und man kann es zum Beispiel auf einen Bauernhof hinstellen, wenn der Bauer das mag. Also dann kann man Rauch entwohnen. Ihr habt ein wunderschönes Design, ganz anders wie die meisten anderen, die hier drauf sind. Ihr habt die Sichtbalken nochmal integriert. Und der Wandaufbau, wie ist der gemacht hier? Na, wir arbeiten nur und ausschließlich mit Naturmaterialien oder 100% recycelbaren Materialien. Also der Wandaufbau dazwischen ist Holzwolle, in der Decke ist Holzfaserdämmung und in Böden auch. Also nur positive Materialien für gesundes Wohnen. So, hier oben sieht man, das sieht so ein bisschen aus wie in der Kindertagesstätte. Denn die Qualität, man soll das Holz sehen, oder? Man soll das Holz sehen. Wir können auch alles natürlich wegmachen, aber man darf ja auch sehen, dass es ein Holzhaus ist. Deshalb auch mit Lasurfarbe gemacht, Naturfarbe. Die Lasur macht, dass man auch sieht, dass es Holz ist. Wenn man das alles deckend macht, dann ist das ja weg. Ne? Die Sprossen auf den Fenstern geben das Ganze so ein bisschen wie Villa Kunterbund von Pippi Langstrumpf. Hans und Grietje, ja. Hans und Grietje. Oh, das ist übrigens der Name von Pippi Langstrumpf, glaube ich,
in den Niederlanden. Ihr habt eine Dunstabzugshaube dabei, du hast überall Ablageflächen. Ist das jetzt hier oben drüber, ist das jetzt noch Stauraum oder ist das auch ein Bett gedacht? Das hier ist Stauraum. Da kann man nicht runterfallen und zugleich ist es Stauraum, dass man da auch Sachen drin runterbringen kann. Okay, rauf und runter, die Leiter ist mit dabei, das sieht man hier. Und wir gehen mal ein bisschen rein. Es ist stark umlagert. Bist du zufrieden mit der Messe? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir hatten nicht gedacht, dass es so viele Leute hier sein sollten. Es ist erst der zweite Tag, aber ja, wir sind fast unsere Vorräte an Materialien vom Broschüren her und so, das ist schon fast beendet. Und wir haben für morgen Nachschub. Ihr kriegt morgen Nachschub aus den Niederlanden. Ja. So, und dann ist hier eine richtige Echtglasdusche mit dabei. Ja. Als ihr das Haus transportiert hattet, war alles noch heil, als es ankam? Ja, es war alles so, wie es jetzt aussieht. Also, okay, also nichts runtergefallen? Ja, wir wissen mittlerweile, wie wir das machen sollen. Also das ist meistens kein Problem. So, könnt ihr auch Trenntoiletten verbauen auf Wunsch? Ja, das können wir. Das ist eine Trockentoilette, die hier drin ist. Wunderbar. So, ich zeig mal. Kühlschrank, mal bitte öffnen. Das ist ein Haushaltskühlschrank? Das ist ein Haushaltskühlschrank mit hier unten natürlich ein Gefrierfach. Den Layout hier ist so gemacht, dass das hier reinpasst. Okay, das heißt, das ist da. Der muss natürlich während der Fahrt entsprechend gesichert werden, oder? Ja, die haben wir hier gesichert, hier hinten. Spanngurte. Spanngurte, dass es stehen bleibt. Das ist ein Kleiderschrank hier? Kleiderschrank. Und ganz, ganz wichtig, hier sieht man schön nochmal den Aufbau dieser Tür hier. Das ist echtes Holz. Das heißt, alles massiv, was ihr gebaut habt, doch ein bisschen Kindertagesstätte, oder? Das heißt also, es darf auch mal was drankommen, da passiert nichts, oder? Das ist so, ja. Mal bitte die Tür mal schließen, dass ich das mal sehe. Da ist die Badezimmertür, eine Schiebetür. Die geht so leicht zu und dann hat man platzsparende Tür und man sieht nichts mehr, ne? Was man im Bad macht. Und die Herzchen hat man. Ja, Herzchen, alles mit Herz und Liebe gemacht. Was kann der Kunde denn hier bestimmen bei dem Haus? Kann er sagen, zum Beispiel die Lasur oder hier diese Wand, kann er sagen, hätte ich gerne eine andere Farbe? Ja, er kann alles bestimmen, von Farben her, von der Wandfarbe, Deckenfarbe, Layout vom Küche, ja, das alles kann man mitbestimmen. Sogar die Platzierung der Fenster, wenn es technisch möglich ist, dann versuchen wir das zu machen. Also wenn es technisch möglich ist, dann könnt ihr das machen. Und hier sieht man das, also das Ausstellungsmodell, was hier drauf ist. Und da steht es drunter nochmal, da könnt ihr das sehen. Ich glaube, in der Mehrwertsteuer, in Niederlande 21%, die Mehrwertsteuer in dem Land wird ja bezahlt, wo es ausgeliefert wird, oder? Ja, das stimmt. Komm, wir gucken mal oben drauf. Hier hast du, wenn du mal gerade so lieb bist, die Leiter mal runter machst für mich. Die ist normalerweise ja nicht oben, aber wir gucken mal ganz kurz drauf. Das ist auch eine richtige Holzleiter. Habt ihr die selber gebaut, die Leiter? Nein, das ist ein Standardteil. Habt ihr modifiziert? Nee, das muss auch stabil sein. Muss stabil sein, also zumindest mal für meine roundabout 90 Kilo. Und da siehst du, hast du hier einen großen Schlafbereich. Ein Lattenrost würde gehen, das heißt, das kann man nachrüsten. Lattenrost geht, aber das braucht man eigentlich nicht, weil der Boden ist auch mit Naturfarbe versehen, also das ist auch atmungsaktiv. Passiert nichts, die Feuchtigkeit, die kann weg. Normalerweise nicht, nee. Sehr schön. Also wo es denn da ist. Ja, hier sind wir und jetzt müsste ich nur noch wissen, wie euer Unternehmen heißt. Wie ist der Name? Unser Unternehmen heißt Inropa Tiny Houses aus den Niederlanden. Ich zeig's mal. Hier, glaube ich, steht's drauf. Ja. Das soll heißen Inropa. Inropa. Ja, da habt ihr es aber schöne Schreibschrift, man kann es kaum lesen, aber es heißt Inropa. Inropa. Europa gab es schon, also Inropa haben wir daraus gemacht. Sehr schön. Und das ist das Modell Moonlight 600, was wir sehen? Ja, das ist das Moonlight 600, das ist eigentlich dieses Modell. Aber wir haben hier den Küche gespiegelt, weil wir einen etwas größeren Küchen wollten zeigen. Küchenblock wollen. Und hier, das wäre dann quasi der Wohnbereich, der da ist. Das hier könnte oder ist sogar hier jetzt in dem Fall ein zweiter Schlafbereich. Da habe ich eben schon gezeigt. Wenn du auch mal hier so lieb bist, mal ganz kurz die Leiter runternimmst, dann schaue ich da einmal kurz rein. Und das heißt, der Stuhl muss weg, das alles? In diesem Fall schon, ja. Okay, und da ist auch ein Rausfallschutz mit drin. Ja. Das könnte man noch erweitern, wenn man kleine Kinder hat. Die sollten dann eventuell eher unten schlafen. Also Ja, ab einer gewissen Alter. So, da sind wir und das ist nochmal Schlafbereich Nummer 2 und wie der Schlafbereich 1 aussieht, zeige ich euch nochmal aus der Position. So sieht es hier aus, so kann Vater und Sohn können sich dann gegenseitig gute Nacht sagen, wie es da ist.
Ist das in den Niederlanden auch ein Trend, das Thema Tiny Häuser, Festwohnen im Tiny House, oder ist das ein deutsches Phänomen? Nee, das ist kein deutsches Phänomen. Das ist, ich denke, ein europaweites Phänomen, weil immer weniger junge Leute zum Beispiel bekommen gute Häuser. Das ist eine Seite des Problems. Viele ältere Menschen haben zu großes Haus, die wollen kleiner. Also es ist überall das Gleiche und es liegt vollkommen im Trend. Und die Kosten, das ist ja auch ein Thema, die sind hier natürlich recht gering, weil ihr könnt das in Serie fertigen. Ja. Das Ganze wird fix und fertig aufgebaut, nicht vor Ort. Das ist das Coole, wird dann angeliefert und ist sogar noch fahrbar von A nach B. Ja, vielen, vielen Dank. Und du musst gleich die Leiter nochmal einfahren, weil du siehst schon, die Leute steigen schon direkt wieder drauf. Ja. Aber er ist ja sicher, ja. Dann vielen Dank. Gern gemacht. Robin Zwarteween. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Aus Inropa. Tschüss.